Red Dead Redemption 2 Online ist auch viel schwieriger, da es Spaß macht als bei GTA. Red Dead Redemption 2 ist ein kleiner Fetisch. Bei GTA 5 Online ging es halt direkt ab, ja. Die haben direkt gesagt, mehr, gib mir mehr. Weißt du, was ich meine? Meinst du, GTA 6 wird unsere Erwartungen überhaupt erfüllen können? Erwartungen sind immer so eine Sache, mein Bester, ja, Julian? Was erwartest du denn? Das ist so eine Gegenfrage. Also sagen wir mal so, Julian, ich frage dich jetzt was oder ich frage euch, Community, ja, meine süßen Bres. Wenn ihr jetzt eine Erwartung zu GTA 6 habt, vom Spielmechanismus und der Grafik und so weiter und so fort, wie viel krasser soll es werden als Red Dead Redemption 2? Von der Spielmechanik, Realismus und so weiter und so fort. Das ist mal eine gute Frage jetzt an euch. Lucias Unterhose dann in Collectors Edition, aber getragene, oder Nico? Das weiß Strauß bestimmt nicht. Ich habe mir die Kommentare auf Reddit durchgelesen, wegen dem Trow-Video, wegen Mischpult. Der Trow hat gar nicht mal so Unrecht, ja, aber da gibt es auch Kommentare, die sagen, also, dass sie sich anscheinend in dieser Materie auskennen, sagen, das Spiel ist einfach nur unfertig. Krass. Also es komplett verbuggt ist. Ich weiß nicht, also das wäre eine mega Lüge, die Trow aufgedeckt hätte. Weil wie gesagt, Strauß-Zelnick hat in diesem Interview wieder bestätigt, dass sie keine KI eingesetzt haben. Also ich sag euch ehrlich, ich erwarte zum Beispiel von Red Dead Redemption 2 zu GTA 6 eine Steigerung von 20%. Das ist sehr gut, weil ich weiß, Red Dead Redemption 2 war sehr gut. 20% ist fair. 50% so viel gleich, AD. 20%, da würde ich sagen, also damit wäre ich zufrieden. Also nicht mit dem, was ihr erwartet, sondern mit dem, was ihr zufrieden werdet. Was ist eure Erwartung so mäßig? Also ich erwarte mindestens 20, maximal 40. Über 20. Also Julian, wenn du sagst, 20% ist für dich genug, dann wirst du safe befriedigt werden auf einer Homo-Basis. Ja, wie bei der Thai-Massage. Da wirst du safe befriedigt rauskommen. Also rechnen wir einfach mal mit 30%, dann werden wir alle zufrieden, oder? Red Dead Redemption 2 ist auch noch 2018, genau. Ob die Story dich genauso berührt wie Red Dead Redemption 2 ist eine andere Sache. Das ist Geschmackssache. Viele sagen, Vice City Story war viel intensiver und emotionaler als GTA San Andreas, was ich gar nicht fühlen kann. Aber ich kann da nicht widersprechen, weil jeder hat sein eigenes Feeling, weißt du? Ich hoffe auf geile Spielmechanik und eine geile Story, das hoffen wir alle, ja. Der DualSense Support der habe ich dann den komplett unterstützt. Beim Autofahren, Fliegen, Schwimmen, einfach alles in Duo. Ist es wie bei GTA 4, dass du mit dem Controller so steuern konntest? Das war der größte Müll. Also wenn du das meinst, also ich komme gar nicht damit klar. Bei GTA 6 wurde mit KI gearbeitet, er muss das so sagen. Bro, ich weiß nicht, ob er das muss das sagen, Doc Black 89. Ich weiß nicht, ob Strauß-Zelnick wirklich bewusst lügen darf, weil die Leute finden das dann später heraus. Also ich würde das schon trusten, wenn er sagt, keine KI heißt keine KI. Ich weiß nicht, Digga. Also, dass sie am Ende KI einsetzen, denke ich schon, aber ich weiß nicht, ob er so dreist einfach lügt und sagt so, nee, keine KI, obwohl sie es die ganze Zeit nutzen. Da würde er lieber ablenken von der Frage, wie ich ihn kenne. Hauptsache keine MK2 in GTA 6 Online. Digga, ich glaube, das ist der größte Albtraum, oder? Eins in den Chat. Chat, ist es der größte Albtraum? MK2 oder MK3? MK2.5, Digga, das wär's, oder? Der PS5-Controller, der hatte DualSense-Support. Chat, könnt ihr mir erklären, was DualSense-Support ist? Ich hoffe, viel realistischer, viel Gebäude und ganz viel verschiedene Fahrzeuge und Häuser kaufen. Das hoffe ich auch. Also, um euch das zu erklären, es ist sowieso eine Win-Win-Situation. Chat, es ist eine Win-Win-Situation, wenn Rockstar Games so viel wie möglich reinbuttert. Boah, das ist so ein bisschen komplex, das Thema. Ich glaube, ich muss darüber echt ein zeitloses Video machen. Schau mal, ich fasse es ganz kurz zusammen, aber eigentlich ist es so groß, ich könnte 2 Stunden darüber reden. Schau mal, Rockstar Games hat damals GTA 5 Online gemacht. Ja, GTA 5 Online sollte ein Spielvertreib werden, der maximal 2 Jahre andauert. Nach 5 Jahren würde GTA 6 kommen. So war der Plan. GTA 6 wäre schneller gekommen, würde GTA 5 Online nicht so einen Hype bekommen. Dementsprechend haben die natürlich den Grundstein so gelegt, ja, das ist einfach so 2 Jahre hält und fertig. Ich habe niemals erwartet, dass es 13 Jahre halten wird. Die haben sogar DLCs gestrichen, Story-DLCs, weil der Hype einfach viel zu groß war. Ja, die haben lieber das Geld in den Online-Modus investiert. Und jetzt mit dem anderen Kopf, mit dem sie an GTA 6 Online rangehen, ist, die wissen ganz genau, wie die Leute das lieben und werden direkt, kleines Beispiel, sagen wir mal, die haben in GTA 5 geplant 10 Millionen reinstecken, werden die direkt bei GTA 6 100 Millionen reinstecken. Checkst du? Nur als Beispiel. Das sind keine echten Summen, nur damit ihr versteht. Und da wird es alles Mögliche geben. Chat, es wird so viel geben. Ich glaube, das wird... Digga, da
Da weißt du gar nicht, wo du das Geld herbekommen sollst für deine Shark Cards. Ich glaube, das wird so krass werden. Die müssten halt nur die perfekte Mitte finden, dass die Leute nicht denken, Digga, scheiß auf Real Life, soll ich mein Geld da rein investieren oder was, damit ich leben kann? So wie ich ihn verstanden habe, benutzen die KI zu einem gewissen Maße in der Entwicklung, aber nicht für die Assets erstellen. Genau, aber darum geht es ja bei der Thematik. Also KI wird schon, also schau mal, ich zeige euch jetzt, alleine das ist schon ja KI, warte. Es gibt ja bei den Leaks, sieht man schon die Bestätigung, dass sie KI nutzen. So ist ja nicht. Da steht dann ganz klar AI-Editor. Da zum Beispiel, ja, da steht auch AI. Also du siehst immer wieder AI-Editor, bla bla bla. Also KI ist ja so ein Begriff, ne? KI fängt ja schon an bei den NPCs, wenn du gegen die läufst, da ist ja schon KI drin, wie die auf dich reagieren. Die künstliche Intelligenz entscheidet, ja, was mache ich jetzt? Eine KI gab es auch damals schon bei Tekken, wo ich damals am Verzweifeln war. Steht die KI für Ki von Dragon Ball oder was ist das? Weißt du, was ich meine? Bis ich dann irgendwann künstliche Intelligenz gecheckt habe, dass es halt Computer ist. Aber warum haben die sich nicht mehr um Reddit gekümmert, wenn wussten, dass GTA 5 ist so krass? Da habe ich ein bisschen Bedenken und wenn man sieht, was die in GTA 5 machen, das ist ja sehr viel Hoffnung weg. Ja, GTA 5 machen die, weil die einfach ihre Ressourcen ausgenutzt haben. Wie gesagt, die haben einen Grundstein gelegt und dieser Grundstein ist begrenzt und da müssten die fantasieren. Ja, dann kommen irgendwelche komische Star Wars Waffen. Und warum die Reddit nicht sich um Reddit gekümmert haben? Ich glaube, die können sich gar nicht so auf viele Sachen konzentrieren. Rockstar Games macht eine Sache richtig und der Prio ist immer online, GTA 5 online gewesen. Und da haben die halt sehr viel Geld reingebuttert. Weißt du, was ich meine, Swiss? Und ich glaube, wenn GTA 6 rauskommt, wird genauso GTA Online ein bisschen versinken. Ich glaube, das ist sehr, sehr kompliziert, zwei große, starke Online-Titel am Leben zu halten. Außerdem musst du natürlich bedenken, dass GTA viel mehr machbar ist als wie bei Red Dead Redemption 2. Da kannst du nicht plötzlich irgendwelche schwebende Autos reinbringen oder Pferde mit 5 Hufen. Weißt du, was ich meine? Ist ein bisschen blockierter alles. Wie mein Rücken. GTA 5 Online ist so ausgelutscht, es ist so unglaublich. Eigentlich sollten alle streiken und nicht mehr zocken, damit Rockstar Games anfängt, GTA 6 zu promoten. Deswegen bin ich gegen Leichenschändung. Also ich checke schon den einen oder anderen Bre, der seinen Münzen damit verdient, ja, der ein bisschen Cash machen will und immer noch an GTA 5 trusted. Ich verstehe auch die Leute, die gelegentlich GTA 5 zocken, ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber dieses Aktive, ja. Digga, was... Bro, jetzt ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber mich jucken diese Wochenevents gar nicht mehr, Digga. Hat mich eigentlich so richtig nie interessiert, so. Aber jetzt umso weniger, wenn ich weiß, GTA 6 kommt in einem halben Jahr gefühlt. Bro, ich weiß nicht, Digga. Also ich verstehe nicht. Also die Menschen, die seit 13 Jahren aktiv GTA 5 online zocken, verstehe ich sowieso nicht. Ich check das nicht, Digga. Ich check das einfach nicht, weil das System ist einfach komplett ausgelutscht. Bei GTA 6 wird es eher anders werden, werdet ihr sehen. Bro, die NPCs dort haben einfach eigenes Leben. Trailer gibt es ja eine Szene, wo 2 Typen verhaftet werden, um den Bus voll mit NPCs. Freaky, ich habe das können wir gerne gleich angucken. Bei der Mischpult sieht man das. Ja, ich weiß schon, das mit dem Mischpult, das hat ja Tro aufgedeckt. Aber ob dieser Mischpult jetzt ein komplett vergammelter Bug ist oder KI, das ist halt so, das kann man ja nicht beweisen. Es könnte beides sein. Aber wenn offiziell heißt, die nutzen keine KI zur Bildgenerierung, dann muss man halt trusten. Was soll man machen? Bro, das ist wie wenn du vor Gericht bist, Richter sagt, du bist unschuldig. Ja, und du sagst zu dieser Person, nee, scheiß drauf. Gibt's halt keine Beweise, dass du schuldig bist, aber für mich bist du trotzdem schuldig. Du musst halt dem Offiziellen glauben, ja. Der Richter ist halt Strausi-Mausi. Ist in dem Fall der Richter. Den musst du halt trusten, so ist es halt nun mal. Ja. Alles andere wäre ja Todesspekulation, wenn du sogar... Nee, das wäre schon eine Verschwörung sogar, zu sagen, der lügt. Obwohl er... Weißt du, was ich meine? So ein bisschen komplex. Viel trauriger, dass ich beim Release von GTA 6 16 war und bei GTA 6 fast 30. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es bei mir traurig ist, aber guck mal bei mir, Bro. Ich war 19, glaube ich, wo GTA 5 rauskam. Jetzt werde ich 35, Chat. Heftig, ne? Was bei mir alles passiert ist, ja? Verlobt, geheiratet. Ne, wir haben direkt geheiratet. Es gab gar nicht verlobt, Digga. Ich hab nur Antrag gemacht, das ist ja keine Verlobung. Geheiratet, 3 Kinder, ausgezogen und so, das zähle ich gar nicht. Digga, Bro, das ist crazy, Alter, was da alles passiert ist. Ich hätte auch so enden können, dass ich jetzt 5 Katzen hätte. Hätte auch passieren können.
hätten GTA 5 vor 3 bis 4 Jahren schon boykottieren müssen. Dann wäre GTA 6 schon am Start. Nico, jetzt mal eine Gegenfrage an dich, aber antworte mal ehrlich. Hast du in den letzten 3 bis 4 Jahren GTA 5 online gezockt? Sei ehrlich, hast du gezockt? Red Dead Redemption 2 online ist auch viel schwieriger, da es Spaß macht als bei GTA. Ja, ich sag mal, Red Dead Redemption 2 Online ist halt so eine Sache, ne? Bei Red Dead Redemption 2 Online musst du so ein Liebhaber ein bisschen sein. Red Dead Redemption 2 ist ein kleiner Fetisch. Ein kleiner Fetisch ist es. Du musst auf dieses Cowboy-Geschmarre stehen. Bei GTA 5 Online ist die Nische viel größer. Und da wird natürlich auch viel mehr Geld reingebuttert. Die passen sich natürlich auch dem Budget an, wie viele haben Bock auf dieses Spiel. Bei GTA 5 Online ging es halt direkt ab, ja? Die haben direkt gesagt, mehr, gib mir mehr. Weißt du, was ich meine? Dann haben die auch mehr bekommen. Das ist der Unterschied. Bei Red Dead Redemption 2 haben die einfach gemerkt, das wird nichts. Darum mache ich mir Sorgen um GTA 6. Alles, was die bis jetzt online gebracht haben, war scheiße. Ja, ist deine Ansicht, Swissplay. Ich kann da nicht viel mitreden, weil online habe ich nur die ersten 6 Monate gezockt. Wenn es überhaupt 6 Monate waren. Aber danach, also es war so verbuggt am Anfang, es hat einfach gar keinen Spaß gemacht, habe ich aufgehört damit. Also diese GmbH gründen und so, eigene Firma, das habe ich gar nicht mitbekommen. Am schlimmsten sind die jetzt noch Geld in das Game investieren. Digga, ja, Mann, du sprichst jetzt eine geile Sache an, Nico. Am besten sind die, wo, wenn du zum Kumpel sagst, ey komm, wir gehen mal zusammen einen Döner essen und der dir klipp und klar absagt und sagt, ey Bro, sorry, aber kein Cash in der Tasche. Aber der sich dann Villa-DLC holt für 200 Euro eine Villa, Digga. Weißt du, was ich meine? Das sind sowieso die Besten, Bro. Da sprichst du was an, Alter. Bro, alle wissen, bald kommt GTA 6, sei es sogar April 2027 schlimmstenfalls. Trotzdem steht es kurz vor der Tür. Die investieren einfach in ein Spiel, mindestens 100 Euro auf irgendwelchen polnischen Seiten, weißt du, damit sie gefälschtes Geld haben. Nur damit sie 13 Jahre Spiel investieren, damit sie so eine Villa haben, Bro, wo sie einfach nichts anderes machen, als wie auch in normalen Apartments. Und das habe ich eh nie verstanden. Vor allem, da kannst du ja Haustiere haben und so und trainieren. Aber ist es das Geld wert? Ist die andere Frage. Digga, das ist crazy. Sag mal, was Waffen kommen überhaupt? Welche Waffen alles kommen? Da gibt es eine Auflistung. Könnten wir auch mal besprechen im Video. Findet ihr das cool, dass man nur begrenzt Waffen tragen kann? Also auf realistisch, oder fändet ihr besser, wenn es unbegrenzt ist? So wie es immer war. Also ich finde es, Chat 1 in den Chat, wenn ihr das realistische System gut findet, also dass die Waffen begrenzt sind. Oder 2 in den Chat, wenn ihr sagt, nee, unbegrenzt sollte schon sein. Ich finde, wir sollten uns, also ich bin für 1, wir sollten uns schon längst davon verabschieden. Es hat mich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich zu alt für den Scheiß bin, aber es hat mich schon bei GTA 5 getriggert damals, dass man alle Waffen mitschleppen kann, weil das ist einfach komplett unrealistisch. Und mir hat dieser God-Mode eh nicht gefallen, dass du immer so, ja, so wie Gott fühlst, weißt du? Egal wie schwer die Mission ist, du schaffst sie immer auf easy. Mir hat ein bisschen diese Herausforderung gefehlt, weißt du, was ich meine? Und ich hätte im Strahl kotzen können, als ich dann sowas gesehen habe, wenn man verkackt hat, wollen sie die Mission überspringen. Bro, das ist so ein richtiger Pussy-Move, wirklich. Eine Mission überspringen. Wie kann man eine Mission überspringen, Bro? Auch ein dickes L an das Studio, der die Missionen erstellt hat. Die disrespekten sich ja selbst. Die erstellen eine Mission, geben sich Mühe und du kannst einfach überspringen. Oh, wieso steht da nicht ganz am Anfang, wollen sie das ganze Spiel überspringen? So, weißt du, was ich meine? Das wäre doch der einfachste Weg, um das durchzuspielen. Das macht doch gar keinen Sinn, du willst doch herausgefordert werden. Und ich habe so viel von Red Dead Redemption 9 jetzt gehört, dass so viele am Verzweifeln sind, weil das Spiel wirklich schwer ist. Auch ich spiele es auf leicht, so weißt du, also ich will ja nicht jetzt einen auf Profi machen. Ich spiele es auch ein bisschen auf leicht, weil das Ding ist, entweder du konzentrierst dich, habe ich Red Dead Redemption 9 gesagt? Ich meine Resident Evil 9. Sorry, Digga, ich sag immer Red Dead Redemption 9. Bro, ich lebe schon 2080 oder so. Also ich finde, das entweder man konzentriert sich auf Chat oder auf das Spiel. Und ich will mich eher auf Chat konzentrieren, deswegen ich würde viel zu oft verkacken. Aber selbst auf leicht ist Resident Evil 9 immer noch eine Herausforderung, bin ich dir ehrlich. Mit 35 geht's richtig los, du. Bro, 35 ist die Hälfte Leben vorbei, Digga. Danach geht's bergab Richtung Sarg, weißt du, was ich meine? Ich habe das vor einem Jahr nochmal runtergeladen, dann 2 Tage gespielt und wieder gelöscht. Ja, schau, Nico, das ist es. Weißt du, du hast es ja trotzdem in ein paar Jahren gespielt und so denken einige, weißt du, und Rockstar Games freut sich, oh, Nico war jetzt 2 Jahre nicht online, jetzt ist er wieder drin, geil, Digga. Vielleicht mit dem neuen DLC locken wir ihn, dass er ein bisschen aktiver zockt und ja, es vielen ging so, ja. Villa DLC hat so viele Spieler wiederbelebt. Das ist nun mal so, Chat. Ist der Jiggly-Effekt bei der Szene in der Bar aufgefallen, dass der Oberarm der Frau gewackelt hat? Oberarm der Frau hat gewackelt.
Nee, habe ich nicht gesehen, Digga. Geil, Alter. Ich hoffe, GTA 6 Online wird anders als GTA 5 Online, weil GTA 5 Online wurde nach ein paar Jahren schon langweilig. Fühle ich irgendwo. Also beim besten Willen, wie gesagt, ich kann das nicht verstehen, wenn einer aktiv über 2 Jahre GTA 5 Online gezockt hat. Ich weiß nicht, was man da machen soll. Also, was kann man machen? Also, was ist der Reiz in diesem Spiel? Ich verstehe das nicht. Bei dieser Struktur, was GTA 5 Online hat, ich verstehe das nicht. Was ist der Reiz, sich Gegenstände zu kaufen? Also, erklärt's mir mal bitte, ja? Trust.